Chendan Sogin Jonam La Chanchum Bandun Dani Kyapsunji Dagin Jinsun Jimpesunamji Jolam Penjir Sang Jumpasho Sangin Chendan Sogin Jonam La Janjum Badun Dani Kyapsunji Dagin Jinsun Jimpesunamji Jolam Penchir Sangin Jumpasho Sangye Chendan Sogin Jonam La Janjum Badun Dani Kyapsunji Dagin Jinsun Jimpesunamji Jolam Penchir Sangin Jumpasho Semchen Tamjen Devanda Dewen Judan Demban Junjin Dunel Dan Dunel Jin Judan Dewan Junjin Dunel Mempen Dewan Dampan Damin Dewan Junjin Nidin Chandan Nidan Jawen Tanam Chembolanem Banjunji Semchen Tamjen Dewadan Dewen Judan Dem Banjunji Dunai Dan Dunai Jin Judan Jawan Junji Dunai Mempen Dewan Damba Damin Jawan Junji Nidin Chandan Nidan Jawen Tanam Chembolanem Banjunji Semchen Tamjen Dewan Dan Dewen Judan Dem Banjunji Dunai Dan Dunai Jin Judan Jawan Junji Dunai Mempen Dewan Damba Damin Jawan Junji Nidin Chandan Nidan Jawen Tanam Chembolanem Banjunji Panden Savela Marem Ponchen Dangin Chiwom Penden Shunla Kajen Chempen Gonen Jesonte Kuson Tonging Rum Zaldosa. Ja, oberhalb von uns verweilt bereits die Prajnaparamita, eine Manifestation des Nicht-Fassbaren, des Unbeschreibbaren. Und alles um sie herum, alles, was erscheint, alles, was im Werden begriffen ist, das zeigt sich als das unermessliche, reine Gefilde ihrer Wahrnehmung. Wir schauen wieder mit den Augen der Prajnaparamita und nehmen auch die Welt um uns herum mit ihren Augen wahr. In der Mitte, auf einem Lotus, auf einem vielbrettigen Lotus und einer flachliegenden Mondscheibe sitzt Prajnaparamita, die große Mutter. Die große Mutter, weil sie die Mutter aller Buddhas ist.
diese Weisheit, die alle Buddhas hervorbringt, ist in Visionen erschienen von goldener Farbe, mit einem Gesicht und 4 Armen. Nehmt euch ein wenig Zeit, das Gesicht der großen Mutter zu erahnen, eine Buddhi, ihre Tiefe, ihr Wohlwollen, eine Tiefe in ihren Augen vor allen Dingen, wo wir spüren können, sie hat alle Daseinsbereiche im Blick. Vom heftigsten Leiden bis zu tiefen Meditationszuständen. Und ihre 4 Hände, Arme stehen natürlich wieder für die 4 unermesslichen Qualitäten. Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut. Rechts oben, in der ersten rechten Hand, hält sie einen goldenen Vajra. Und dieser Vajra steht für die unzerstörbare Natur des Geistes, den Vajra-Geist, den Geist aller Erwachten. Und in ihrer oberen linken Hand hält sie einen Text. Das sind die Prajnaparamita-Lehren, die Lehren der großen Mutter. Die Lehren der befreienden Weisheit. Das ist der spontane Ausdruck dieser Weisheit zum Wohl der Lebewesen. Steht für die Kommunikation, die Sprache, die Rede. Und die beiden anderen Hände liegen im Schoß in Meditationsgeste. In der Geste des tiefen Gleichmutes, der aus dem völligen Verständnis der Natur der Phänomene entsteht. Sie ist geschmückt mit Seidentüchern, Juwelenschmuck und so weiter. Das steht für den Reichtum der Qualitäten der Buddha-Natur. Sie sitzt mit gekreuzten Beinen in Vajra-Haltung, im vollen Lotus. Zeichen des Vajra-Samadhis, des durch nichts zu störenden Samadhis, also der tiefen Absorption im Gewahrsein der Natur der Dinge. Nehmt euch ein bisschen Zeit, den Körper zu kontemplieren, die anmutig geschwungene Form. Diese anmutige Form steht für das fließende Gewahrsein. Nehmt euch Zeit, die Hände zu sehen mit Vajra und Text. Wir werden heute dort vermutlich ein Buch abbilden, das dürft ihr gerne auch so visualisieren. Und die anderen beiden Hände liegen im Schoß in Meditationshaltung. Ihr Körper, Ihr Lichtkörper, golden schimmernd, aber mit allen Farben des Regenbogens, ist durchscheinend, ist transparent, so wie ein Regenbogen.
Und dieser Lichtkörper hat kein Alter, ist nicht gewachsen. Geburt, Alter und Tod gelten nicht für diesen Lichtkörper. Dieser Lichtkörper ist die spontane Manifestation des Erwachens. Wir können uns vorstellen, dass sich alle Erwachten spontan in der Gestalt ihrer Mutter zeigen können und dies auch tun. Sie ist vielen Praktizierenden erschienen. In der Stirn und der Kehle und im Herzen, das sind die 3 Silben Om, A, Hung. Ein weißes Om in der Stirn, ein rotes A in der Kehle, im Kehlchakra und ein blaues Hung im Herzchakra. Und über diesem Hung in ihrem Herzzentrum ist die Silbe A, ein weit offenes A, die kürzeste Form der Prajnaparamita-Lehre. Ein schimmerndes, strahlendes, weißes A mit goldenem Licht. Und wir kontemplieren dieses A als Ausdruck der raumgleichen, nicht fassbaren Natur der Phänomene. Dieses A auf einer Sonnen- und Mondscheibe ist umgeben von dem Gate-Mantra. Das ist von innen her lesbar. Teyata Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Und dieses Mantra beginnt zu kreisen. Ihr braucht es nicht so ganz genau zu sehen, aber es ist so, als ob ihr es lesen würdet. Teyata Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Und dieses Mantra wird sich beginnen zu drehen, während wir das Mantra singen und sprechen. Und es wird Licht davon ausstrahlen in alle Richtungen. Zu den Buddhas, den Erwachten in allen Universen, und von denen kommt Segen herbei und verschmilzt mit der Form der großen Mutter. Und es strahlt Licht aus zu allen Lebewesen, ebenfalls in allen Universen, in allen Daseinsbereichen, und berührt sie in ihrer Buddha-Natur, wodurch sie ebenfalls als die große Mutter erscheinen. Natürlich wir selbst auch. Und dieses Licht kommt auch von den Lebewesen zurück mit ihrem Segen, sodass wir im Segen des Verbundenseins mit allen Erwachten und mit der erwachten Natur aller Lebewesen dann weiter praktizieren und in der Bedeutung der Prajnaparamita aufgehen. Wenn wir jetzt das Mantra singen, dann benutzen wir das Teyata nur beim ersten Mal und schon die zweite Rezitation beginnt direkt mit Om. Teyata Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Soha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Soha. Om Gate
gatim gatim pada sam gatim buddhi swaha. Deyata om gatim gatim pada sam gatim buddhi swaha. Deyata om gatim gatim pada sam gatim buddhi soha. Om gatim gatim pada sam gatim buddhi soha. Om gatim gatim pada sam gatim buddhi soha. Om gatim gatim pada sam gatim buddhi swaha. Om gatim gatim pada sam gatim buddhi soha. Und ihr könnt auf eure Weise weiter singen, so wie ihr möchtet, oder still rezitieren mit Klang und euch vorstellen, dass das Universum von Klang des Mantras erfüllt ist, was auf viele, viele Weisen erklingt. Jeder Baum trägt zum Klang des Mantras bei, jeder Bach. Singt also auf eure Weise. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhadayada. Die verschiedenen Schwingungen des Mantras auf verschiedene Art gesungen erreichen verschiedene Lebewesen. Lasst es also einfach fließen, so wie es spontan kommt. Der Daumen, Gade Gade Gade. Te Adam Gade 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 Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Adam Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Adam Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Adam Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Gade Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Pada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Zuhada. Om
Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade So Gante Gante Pada Gante Pade So. Wir stellen uns dabei vor, dass wir von Herz zu Herz mit allen Lebewesen kommunizieren, dass ein wirklicher Austausch stattfindet, ein Verbundensein, ohne überhaupt irgendwo ins Greifen zu kommen. Alles findet bereits in dieser erwachten Dimension statt. Padasam Gante Pade Soham Gante Gante Pada Gante Padasam Gante Pade Soham Om Gante Gante Pada Gante Padasam Gante Pade Soham Gante Gante Pada Gante Sam Gante Pade Soham Gante Gante Pada Gante Om Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade Soham Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade Om Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade Soham Om Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade Soham Om Gante Gante Pada Gante Pada Sam Gante Pade Swaha. Anja Paramita, die große Mutter, löst sich ganz in Licht auf und verschmilzt mit allen Lebewesen, mit uns und allen anderen. Und wir ruhen in der Schau jenseits von Worten, im raumgleichen, nicht fassbaren Gewahrsein. Anstrengungslos, ohne etwas festzuhalten.
Ich hoffe, das hat euch auch ein wenig gut getan und dass es für diejenigen, die solche Gesänge oder Rezitationen nicht so mögen, nicht allzu anstrengend war, das auszuhalten. Aber worum es geht, ist, ja, es gibt Menschen, die da nicht so mitschwingen können. Die gibt es und die gibt es vielleicht auch unter uns. Also jeder auf seine Art. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir in das Gewahrsein der leeren Natur der Dinge, dass wir diese Qualitäten von Hingabe und Mitgefühl einladen, von Vertrauen, dass unser Herz aktiviert wird. Wisst ihr, man kann ja nicht so eine große Mutter visualisieren, ohne selber völlig ins Mitschwingen zu kommen. Da ist unser eigenes Herz angerührt. Und dann öffnet sich unser Gesang, unsere Kommunikation und wir sind als ganzes Wesen so angerührt und in diesem angerührten Sein meditieren wir da. Und das ist wirklich wunderbar, weil nur wenn wir so ganz da sind und nichts ausklammern, wenn alles wirklich lebendig ist, dann ist unsere Praxis der Einsicht tatsächlich etwas Umfassendes. Sonst ist es immer noch so ein bisschen so eine Blase. Ja? Deswegen, je mehr Qualitäten wir so hineinnehmen können in unsere Praxis, desto runder wird sie und desto gesünder wird sie. Das ist so das Anliegen. Wie er das dann genau macht, das weiß ich natürlich nicht, aber mein Angebot ist, dass wir dann also nochmal, vielleicht 1-2 Mal noch heute und morgen diese Prajnaparamita-Praxis miteinander ausführen, sodass diejenigen von euch, die damit so einen Draht haben, dass die etwas mit in die persönliche Praxis hinübernehmen können. Ja, wir sind jetzt in unserem Text, sind wir in der Passage, wo es heißt, spezielle Methoden, die Sicht zu meditieren. Das war jetzt so eine. Nicht? Und Antje, kannst du uns nochmal sagen, in dem Seite 15, spezielle Methoden, die Sicht zu meditieren. Und da beginnt Dakottashinamga mit dem Satz, wie bereits erklärt, kommt man durch rein intellektuelle Meditation zwar zu dem Schluss, dass Dinge weder existieren noch nicht existieren, noch dass beides der Fall sei, noch keines von beiden, aber solch intellektuelle Meditation ist noch von einer Geisteshaltung geprägt, die an extremen Vorstellungen von Existenz und Nihilismus festhält. Und dann geht es weiter, sodass er uns einlädt, wirklich jenseits all dieser Vorstellungen in einem direkten Erleben zu verweilen. Und dafür ist es nicht notwendig, dass man irgendetwas kultiviert. Man muss dich dafür eigentlich gar nichts in Erinnerung rufen. Ja, also es ist nicht nötig, dass wir uns ständig an etwas erinnern. Aber er fährt fort und sagt, allerdings gilt für Anfänger, dass sie sich besonders der Erfahrung des Illusionsgleichen und dem verfeinerten achtsamen Gewahrsein widmen. Ja, dieses feine Gewahrsein, den Blick auf das Illusionsgleiche, das Ungeborene, nicht Entstandene, das Raumgleiche, so diesem Blick gelegentlich mal sich daran zu erinnern, zu kultivieren. Darum geht es, ja, und das hilft dann schon, weil wir ja noch Anfänger sind. Ne? Wir müssen uns ein bisschen erinnern. Zum Beispiel, wie es dann in der Zusammenfassung der Prajnaparamita steht, zu erkennen, dass alle Phänomene ohne Eigennatur sind, das ist die Praxis der höchsten befreienden Weisheit. Daran erinnern wir uns gelegentlich. Aber es ist nicht so, dass wir uns davon überzeugen. Ja? Wir reden uns das nicht ein, sondern wir laden uns ein, das immer wieder zu entdecken.
Ja, das machen wir nach der Pause weiter. Ne? Wir machen um 10 Uhr weiter mit der Praxis. Jetzt haben wir Zeit. Und danach geht es weiter mit dem Kultivieren von diesem fein unterscheidenden Gewahrsein. Das, was man halt noch lehren kann. Der Rest ist halt nicht lehrbar. Das muss jeder in seiner Praxis so selbst dann anwenden, die richtige Dosis finden, wie viel schwätze ich mir selbst in meine Meditation hinein und wie viel lasse ich einfach den Geist so sein, wie er ist. Okay, bis gleich. Also tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Ich war völlig abgelenkt. Da kam so eine Kuchenfuhre bei uns an und das war nicht auszuhalten. Ich musste mich direkt ums Aufräumen kümmern. Also, bevor wir loslegen, möchte ich euch noch ein bisschen mehr zu diesem Buch Lichthaftigkeit des Geistes, ja? Die Lichthaftigkeit des Geistes von Jamgon Kongtrul Lodrö mit Übersetzung und Kommentar von Martina Drastic etwas sagen. Dieses Buch war gestern, glaube ich, in der Diskussion und tatsächlich ist es deutlich dicker, als ich es in Erinnerung hatte, obwohl ich es selber lektoriert habe. Also die Martina hat mir erlaubt, da mit ihr zusammenzuarbeiten und wir haben da ein sehr schönes Buch gemacht und ich wollte denjenigen unter euch, die sich mit der Sicht, die hinter dem Mahamudra so aktiv ist, die sich damit befassen wollen, denen würde ich dieses Buch sehr, sehr ans Herz legen. Der eigentliche Text von Jamgon Kongtrul Lodrö, der lautet Lichtstrahlen des Vajramondes. Und der Untertitel ist Klärung der Sicht. Ja, war so sein Anliegen. Und dieser Text, der wird hier in diesem Buch auf etwa 70 Seiten übersetzt und erklärt. Ihr seht, das sind immer diese grauen Passagen. Ist das zu sehen? Das Licht bei uns ist schon etwas sehr hell, weil im Hintergrund so viel Sonne ist. Das sind immer so graue Passagen. Das ist der Ursprungstext von Jamgon Kongtrul. Und dann sind die Erklärungen, die Tina Drastic zusammengefasst hat von Sharma Rinpoche und anderen Lehrern. Ja? Und das ist unglaublich toll für diejenigen, die sich die Zeit nehmen wollen, nochmal das, was wir hier zur Sicht so durchnehmen und meditieren, wenn ihr ein intellektuelles Hintergrundverständnis haben möchtet, entwickeln möchtet dazu. Und in dem Buch findet ihr dann ergänzende Kontemplationen, die genau diese Sicht vertiefen lassen. Also es ist praxisorientiert. Und dann findet ihr noch Hintergrundinformationen von Martina zu den verschiedenen Vertretern der Shentong-Sichtweise und so Grundlegendes. Würde ich euch sehr ans Herz legen. Wenn wir jetzt nicht schon die Mondstrahlen hätten von Dagpo Tashi Namgyal, dann würde ich dieses Buch unterrichten. So gut finde ich das. Deswegen fand ich es klasse, dass wir das im Norbo Verlag herausbringen konnten. So, und weiter geht's mit Unterweisung und Praxis. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück in den Zitaten.
das Zitat, wir waren ja vorher, glaube ich, bei euch auf Seite 15, nicht wahr? Und da gibt es das Zitat aus dem Sutra der unerschütterlichen Natur der Phänomene. Und dort heißt es, alle Phänomene sind ihrer Natur nach unentstanden, kann man auch als ungeboren übersetzen. Sie bestehen nicht als etwas mit wesenhafter Essenz. Sie sind frei von allen extremen Vorstellungen wie Aktivsein und Handeln. Sie sind jenseits des dualistischen Bereichs von Begrifflichem und Nichtbegrifflichem. Und ich möchte mir jetzt für die nächste Meditation, Kontemplation, diese Vorstellung von Aktivsein und Handeln herausgreifen. Es ist etwas extrem Wichtiges, um unsere Vorstellung noch weiter aufzulösen, so irrige Vorstellungen über das, was zum Beispiel Gedanken mit uns machen können oder was Emotionen mit uns machen können. Wir projizieren oft, also wenn ihr mit normalen Menschen sprecht, dann haben die das Gefühl, dass der Ärger sie hat und der Ärger sie dazu treibt, etwas zu tun. Und weil sie diesen Gedanken hatten, mussten sie das tun. Ja, so. Also die Idee, dass etwas, das im Geist auftaucht, eine Aktivität entfaltet und aus sich heraus handeln könnte. Ja, aus sich heraus etwas mit uns machen könnte. Diese Idee ist unbewusst ziemlich verbreitet. Ja? Also, ich kann ja nichts dafür, aber wenn dieses Gefühl der Traurigkeit kommt, das besetzt mich völlig. Ja? Das besetzt mich, ist das Projizieren eines Handelns auf die Trauer, die offenbar etwas zu tun scheint, alles in Anspruch zu nehmen. Dieses, das besetzt mich, das überwältigt mich, das treibt mich, das lässt mir keine Wahl. Ja, so diese Vorstellung über speziell die stärkeren Emotionen, die sind Ausdruck einer extremen Verdinglichung der Emotionen, sogar mit dem Gefühl, dass dieses etwas, was wir Emotionen nennen oder Gedanken nennen oder eine Vorstellung, aus sich heraus anfängt, etwas zu tun. Und wir sind sozusagen Leidtragende oder Opfer oder Getriebene oder müssen, ja, und wir sind gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, weil das mich ja so stark angreift. So gibt es diese Projektion leider auch auf Sinneserfahrungen, dass Sinneserfahrungen mich angreifen. Ich und die Sinneserfahrung, die mich angreift, die mich besetzt, die mich nicht mehr loslässt. Ja? Oder zum Beispiel der berühmte Ohrwurm. Ich habe da so eine Musik im Kopf, die lässt mich nicht mehr los. Dieser Ohrwurm wird richtig lebendig dargestellt als etwas, was uns packt und nicht mehr loslässt. Ich habe da eine Idee, die lässt mich nicht mehr los. Merkt ihr, welche Projektion von Aktivsein und Handeln diesen im Geist auftauchenden Phänomenen zugeordnet wird? Das ist immens. Und wir haben nichts verstanden über die Natur der Phänomene, wenn solch eine Projektion noch in uns auftaucht. Nichts, gar nichts verstanden. Wir haben nicht verstanden, dass sie Geist sind und dass sie ohne Wesenskern sind, ohne handelnde Instanz. Sie sind keine Personen, sie sind keine Lebewesen. Sie
Sie sind nicht etwas, was sich irgendwie in uns bewegt. Und es ist auch ganz wichtig, das bei den sogenannten Teilpersönlichkeiten zu sehen. Wie gestern wurde das innere Kind erwähnt oder die verschiedenen inneren Kinder der verschiedenen Alter. Das sind Beschreibungen für karmische Kräfte, ja, die in uns wirken, die angetriggert werden können. Aber keine dieser Teilpersönlichkeiten ist ein autonom handelndes Wesen. Okay? Das ist sowas von wichtig. Und es wird oft übersehen. In den Unterweisungen im Dharma wird dieser Aspekt zu wenig berücksichtigt, weil da kommen wir uns erst auf die Schliche, wie stark wir in solchen Sichtweisen unterwegs sind. Die Trauer hat mich, sie überrollt mich. Ja? Und das ist wieder so, als wäre das eine aktive Welle und ich wäre etwas anderes. Da kommt diese Vorstellung von einem Ich, was in dem Fall schwächer ist, als das, was die Welle ausmacht. Ja. Okay? Und diese Welle, die macht was mit mir. Und ich ertrinke in meiner Trauer. Den Ausdruck gibt es sogar auch. Ja? Es gibt, also Beispiele könnten wir jetzt sehr, sehr viele finden, weil es bezieht sich auf jeden Bereich unseres Seins. Im Grunde genommen eine dicke Ausrede. Ich kann nicht anders. Ich bin unter dem Einfluss von. Ja? Und das, was mich da beeinflusst, ist sogar irgendwie handelnd aktiv. Ja, das ist dann noch die Krönung davon. Dass Kräfte in uns wirken und sie schwer zu durchschauen sind, ist mir völlig klar. Aber als damals, vor vielen Jahrhunderten, diese Unterweisungen aufgeschrieben wurden, da war das schon bekannt. Das ist kein neues Phänomen. Es war immer schon so, dass Menschen Ich und anderes so trennten und dann sogar noch auf das andere, das in ihrem eigenen Geist entsteht, eine handelnde Instanz da noch hinein projizieren. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir damit praktizieren können. Ja, ich möchte das gern in die Erfahrung holen. Das wäre jetzt die nächste Meditation. Untersuchen, ob irgendein Phänomen aus sich heraus aktiv werden kann. Mal schauen, wie wir das miteinander auf eine etwas spielerische Art und Weise hinbekommen. Vielleicht gibt es ja schon, jetzt nachdem ich diese Einführung gesprochen habe, vielleicht gab es ja auch schon bei euch so Assoziationen, wo ihr daran gedacht habt, oh ja genau, das ist einer von meinen Klassikern. Ja? Also mein Klassiker ist zum Beispiel bei Trauer, da fühle ich mich so hilflos. Oder bei Wut oder bei Angst. Ja? So. Es gibt vielleicht, oder bei Stolz, ja, so bei Bedürftigkeit, ja, so Gefühle, Emotionen, Gedanken. Vielleicht seid ihr so ein Typ, wenn eine Idee auftaucht, dann ist es fast zwanghaft, dass ich die umsetzen muss. Ja, so. Vielleicht, also eine Idee loslassen zu können, ja, diese Schwierigkeit. Eigentlich sind es ja alles Geistesbewegungen. Okay, ich bitte euch einfach, euch entspannt hinzusetzen. Es ist eine kontemplative Meditation, vermutlich, in die wir hineingehen. Und wir beginnen mal auf der
einfachen Ebene der Sinneswahrnehmung, der körperbasierten Sinneswahrnehmung. Zunächst mal das Spüren im Körper selbst. Vielleicht habt ihr irgendwo eine etwas stärkere Sinneswahrnehmung. Ein Schmerz oder irgendetwas, was so ziemlich so das Stärkste unter die Stärkste unter den jetzigen Körperwahrnehmungen. Und jetzt fühlt mal hinein in dieses Erleben. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Schmerz. Das ist vielleicht ja nur ein sanfter Schmerz, den ihr habt. Hoffentlich, ich hoffe es für euch. Kann dieser Schmerz etwas machen? Tut der was? Tut er was mit mir? Tut er was mit dem Körper? Wie ist das mit den Auswirkungen von Schmerzempfindungen oder anderen Empfindungen im Körper? Ganz banale Frage, kann der Schmerz sich entscheiden, stärker zu werden oder wegzugehen? Will die Körperempfindung etwas? Wenn wir so sagen, der Schmerz zwingt mich, zwingt mich, mein Verhalten zu ändern. Ist ja eine Formulierung, als ob der was tun würde. Was ist wirklich gemeint? Was wollen wir wirklich ausdrücken, wenn wir das so sagen? Wie ist die Wechselwirkung zwischen erlebten Körperempfindungen wie angenehmen und unangenehmen Empfindungen? Wie ist die Wechselwirkung von Empfindungen an sich ins Bewusstsein hinein? Wir haben schon herausgefunden, dass sie in sich gar nicht die Qualität angenehm und unangenehm tragen. Das ist mit unseren Vergleichen, Präferenzen,
also Vorlieben und so weiter zu tun hat. Vielleicht ist diese hochintensive Körperempfindung ja auch gar nicht per se Schmerz. Vielleicht ist das schon Beginn der Interpretation. Wechseln wir mal zum Hörsinn, zum Hören. So, diese Geräusche machen mich verrückt. Diese Klänge beruhigen mich. Hört sich ja so an, als ob die etwas tun würden. Wie ist es genau? Wie ist es genau mit dem Einfluss des Hörens auf unsere Stimmung? Was passiert, wenn lobende Worte zu hören sind oder kritisierende Worte? Wie wird das so aufgenommen, verarbeitet? Wann haben Klänge, Geräusche, Worte eine große Macht über uns? Was braucht es dafür? Wann sind sie machtlos? Wandern wir weiter ins Sehen. Nehmen wir so ein klassisches Beispiel aus dem Schaufensterbummel oder aus dem Internetshopping. Kann mich ein Anblick zwingen, etwas zu kaufen?
kann mich ein existierendes visuelles Objekt zwingen, es anzuschauen. Muss ich ein Werbeplakat lesen? Wenn die Sonne ganz grell scheint, ist das ein persönlicher Angriff? Tut die was? Macht die Sonne etwas, damit wir glücklich sind? Geht mal so den visuellen Bereich durch oder jeden anderen Bereich, der gerade bei euch aufploppt. Dann gehen wir weiter in den Geruchssinn. Zwingt mich der Geruch auf einer ungeputzten Autobahntoilette ärgerlich zu werden? Verführt mich ein angenehmes Parfüm? Wie geht das genau? Sagt mir der Kuchen, iss mich. Und jetzt zu den Ideen, Gedanken. Wenn mir der Gedanke in den Sinn kommt, der Gedanke an Kaffee in den Sinn kommt, muss ich mir dann einen Kaffee machen? Was braucht es, damit aus einer Idee eine Handlung wird?
wenn eine Erinnerung auftaucht, muss ich dann dieselben Gefühle wie damals erleben? Wenn sich mir eine Gelegenheit bietet, muss ich sie ergreifen? Wenn die Erinnerung an etwas kommt, das mich früher traurig gestimmt hat oder noch gestern traurig gestimmt hat, wie viel Macht hat diese Erinnerung über das jetzige Erleben? Und jetzt zum Abschluss dieser Kontemplation. Was braucht es, um frei zu sein im Erleben von Erscheinungen in den verschiedenen Sinnesbereichen? Was hilft mir jetzt gerade, um frei zu sein?
Was braucht es, um frei zu bleiben? Selbst wenn aktiv handelnde Personen versuchen, einen Einfluss auf mich auszuüben. Vielen, vielen Dank für euer Mitgehen in dieser Übung. Einsichtsmeditation, wenn sie so mit Begriffen arbeitet, ist vorwiegend über Fragen. Und wenn ihr das mit euch selbst macht, geht es darum, euch selbst intelligente Fragen zu stellen. Fragen, die uns helfen, etwas zu untersuchen, genauer hinzuschauen, genauer zu spüren. Was wir jetzt gerade so sehr weit, sehr schnell uns angeschaut haben, ist tägliche Praxis. Es ist Praxis in jeder Situation. In jeder Situation gibt es Sinneserfahrung im Körper, im Hören, im Sehen. Riechen, Schmecken sind auch manchmal dabei. Mehrfach am Tag sind Riechen und Schmecken sicher mit dabei. Und dann die Vorstellungen. Allein schon, wenn wir mit jemandem sprechen oder irgendwo in die Medien gehen. Irgendwo. Kommunikation, Sprache, Gehörtes, Gelesenes. Erinnerungen, die auftauchen. Eigene karmische Gestaltungen. Wie viel Macht haben diese Dinge? Ja, sie wirken, sie treten auf. Die Wirkung, die sie haben, ist, sie treten auf im Bewusstsein. Ja, sie werden bemerkt. Okay? Sie werden bemerkt. Es ist nicht so hilfreich, wenn wir uns darauf verlegen, das Schwierige nicht bemerken zu wollen, immer wegzuschauen, wegzuhören, zu verleugnen und so. Das ist anstrengend. Aufsteigen lassen und die Kunst, es sich selbst befreien zu lassen. Also
Die Geschichte mit dem Ring und dem Haken. Den Haken nicht in den Ring zu setzen. Darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Beziehungsweise den Ring, der sich da anbietet, gar nicht als Ring zu sehen, sondern als ein dynamisches Geschehen, was gar keinen verlockenden Ring bildet. Ja, es ist gar nicht so substanziell, dass es immer nach einem Ring ausschaut, dass man da direkt einhaken müsste. Schon das, dass wir denken, dass alles wäre eine Herausforderung, reagieren zu müssen, allein das ist schon eine Projektion, das ist schon eine Verdinglichung. Da ist gar keine Herausforderung drin. Auch in unserem eigenen karmischen Geschehen, das könnten wir einfach verpuffen lassen. Wenn wir nicht denken, da wäre was Interessantes und wir möchten was damit weitermachen. Okay. Diesen Prozess nennt man Reinigung. Ja, wenn etwas auftaucht durch die Sinneserfahrungen, durch den inneren, den geistigen Sinn auch, wenn etwas auftaucht und sich befreit, ohne zu einer Kette von Reaktionen zu führen, dann nennt man das karmische Reinigung. Reinigung des Anhaftens, des immer wieder Ring- und Hakenbildens. So, das ist unsere Möglichkeit. Und was uns dabei hilft, ist zu durchschauen, wie dieser Prozess läuft. Was tatsächlich die Natur von Erscheinungen ist. Also ihre unglaublich lebendige Natur zu kennen, zugleich mit ihrer regenbogengleichen Natur. So wie Träume halt, so wow, und es ist so wirklich und es scheint so, nur so zu sein. Nur wie ich die Welt sehe, so scheint sie zu sein. Ja? Und das zu durchschauen, den hier zu durchschauen, den vermeintlich Aktiven hier, auch da zu merken, wow, offener Geistesraum. Niemand ist hier beleidigt, wenn er beleidigende Worte hat. Boah, das ist natürlich die hohe Kunst. Ne? Ich wünschte, ich könnte das. Aber ja, so bei persönlicher Ansprache auch dann noch zu merken, da ist ja großer Raum. Ja, so. Das sind alles Aspekte der Prajnaparamita, der befreienden Weisheit, die uns dann ganz konkret helfen, den vermeintlichen Zwängen, den Ansprüchen umzugehen, mit all dem, was wir da so hineinprojizieren in die Angriffe und Verführungen der Außenwelt, so alles, was wir da so hineinbringen. Und wer das wirklich durchschaut, der merkt, ich bin nie Opfer. Jetzt zumindest in meinem Erwachsenenalter, ich bin nicht Opfer. Es ist nicht, dass die Welt etwas mit mir macht und mir diktieren kann, dass ich einen engen Geist haben müsste. Ende der Projektion der Täterrolle auf die Welt. Ja? Die Welt ist nicht, der Täter ist nicht verantwortlich. Dieser Geistesstrom hier, der hat Freiheiten, der hat Möglichkeiten. Nicht immer leicht, diese Freiheiten zu nutzen, diese Gestaltungsmöglichkeiten und oder wieder Zugang zum offenen Raum zu finden, wieder in diese Selbstbefreiung zu finden. Niemand sagt, dass es leicht ist. Aber wir sind dann halt auch Handelnde. Ja? Wir sind tatsächlich dann Menschen, die gerne so machen. Und die dann behaupten, naja, da war halt so ein Ring und dann musste ich halt so machen. Ne? Weil der Ring ist. Der Ring ist eine klare Aufforderung, hey, hak ein. Ja, kann ich doch nicht anders. Das ist die Projektion nach außen, weil da Ring, deswegen hier Haken. So, ne? Oder wenn da Haken, hier Ring. Ja? Hey, das ist das Ende dieser
Opfer-Täter-Rollen. Wir merken, das ist ein spielerisches Erscheinen. Und jetzt benutze ich wieder die Worte der Erwachten. Das ist das kreative Spiel des Bewusstseins, in dem wir uns verstricken können oder nicht. Über diese Verstrickung, man könnte sagen, entscheiden wir selbst. Da entscheiden dann unsere Muster und es entscheidet, wie weit wir die innewohnende Freiheit nutzen, um diesen Mustern auch nicht zu erlauben, das Geschehen in diesem Geistesstrom zu dominieren. Okay. Ihr merkt, wie wichtig diese kleine Extraschlaufe war, ne? Der vermeintlichen Aktivität. Diese handelnden Instanzen, die nach außerhalb projiziert werden und die vermeintlich etwas mit mir machen. So. Jetzt machen wir wieder eine gute Pause. Also, 10 nach geht's weiter. Ne? Jetzt haben wir ja gerade ziemlich intensiv gearbeitet. Ne? Und da kommt jetzt natürlich eine etwas entspanntere Form der Meditation. Ne? Ist doch klar. Haben wir uns doch verdient. Also, ich gehe mal ein bisschen weiter. Da gibt es ein Zitat aus der Preisung der großen Mutter, Prajnaparamita. Befreiende Weisheit ist unsagbar, unfassbar und unaussprechlich. Und in den Versen, den Wurzelversen zum Madhyamaka heißt es, es gibt nichts aufzugeben und nichts zu erlangen, nichts auszulöschen und nichts zu verewigen. Es gibt kein Aufhören und kein Entstehen. Das genau ist Nirvana. Ja, und das meditieren wir jetzt. Ne? Wir machen es nicht mit etwas Geringerem als Nirvana. Ne? Untrennbar von Samsara, die wahre Natur von allem, was wir erleben. Ja, aber Spaß beiseite. Wir meditieren in einer Haltung, in der es weder etwas zu kultivieren noch etwas aufzugeben gibt. Also im vollen Vertrauen in die eigene Grundnatur. Das ist vielleicht das, woran ihr euch erinnern möchtet. Gerne mit einem Schuss Neugier sozusagen, bin ich doch mal gespannt, was passiert, wenn ich nichts kultiviere, nichts mache, damit etwas entsteht oder bleibt. Wenn ich nichts wegscheuche, nichts aufgebe, aber tatsächlich, das muss ich dazu sagen, auch nicht in die Geschichte mit dem Ring und dem Haken reinfalle. Also, kein Greifen. Greifen ist immer der Ausdruck, dass ich was kultivieren möchte. Oder umgekehrt, wenn das so ein Greifen ist, dass was wegschieben möchte, will ich halt doch was nicht haben. Also bedeutet dieses frei von Aufgeben und Annehmen zu bleiben, bedeutet nicht ins Greifen zu fallen, im vollen Vertrauen zu sitzen. Und das gönnen wir uns jetzt. Wir gönnen uns das ohne weitere Instruktionen. Deswegen nutze ich die Klangschale für den Anfang und fürs Ende. Nichts aufzugeben und nichts zu kultivieren.
Wieder einmal vielen Dank. So, den Rest der Zeit können wir gerne für eure Fragen nutzen, Bemerkungen, das, was ihr teilen oder ansprechen möchtet. Felicia, du bist ganz schnell, du kriegst das Mikro, während die anderen sich erst besinnen müssen. Also wir haben hier eine kleine Ladehemmung. Komm mal her, Felicia, sprich in mein Mikro. Brauchst du nur in die Nähe des Mundes zu halten. Heute die erste Meditation war die Prajnaparamita. Ja. Und du hast vorgeschlagen, dass wir das in unsere Praxis mitnehmen. Könntest du was bisschen mehr, wie zum Beispiel, wie kann ich dazu bei Ceresik Praxis mitzunehmen? Das wäre die Frage. Und die Bemerkung war, ich habe alle Ringe, alle Angelehrts mitgenommen, alle möglich. Allein ist sehr schwer. Was sehr schwer. Du hast jetzt gerade in der Meditation, hast du wunderbar jeden Ring genutzt, um den Haken reinzustecken. Ja, okay. Gut. Ja, also, guck mal, Felicia, die Chenrezig-Praxis, die du machst, die ist ja sehr ähnlich wie die Prajnaparamita-Praxis. Und dann brauchst du nur alles, was wir über die Prajnaparamita sagen, kannst du in Chenrezig integrieren. Das ist einfach eine andere Lichtgestalt, aber das macht keinen Unterschied. Du machst alles mit dem Mantra Om Mani Padme Hum. Und du kannst das so direkt rübernehmen. Also das ganze Verständnis von dem, was hier die befreiende Weisheit genannt wird, das ist in Avalokiteshvara. Du erinnerst dich, im Herzsutra, es war doch der gesprochen hat. Ne? Also tatsächlich, Avalokiteshvara hat eine ganz innige Beziehung zur Prajnaparamita. Das ganze Wissen, das ganze Verständnis der befreienden Weisheit ist in Avalokiteshvara präsent. Das wäre so die einfachste Art, wie du es machen kannst. Und wenn du ab und zu mal Lust hast, dann nimmst du diesen Minitext von Prajnaparamita, den ich euch noch zur Verfügung stellen werde und den ich auch jetzt hier in das Skript integriert habe. Das sind ja nur ein paar Zeilen. Und dann kannst du einfach mal nur die Praxis machen mit dem Gate-Mantra. Ja, und dass du jeden Ring genutzt hast, um einen Haken da reinzustecken, das ist schon, das zeigt, dass du eine Stütze brauchst für die. Etwas muss dir helfen, dich zu erinnern. Ja? Wenn wir so verloren gehen in der Praxis und einfach immer wieder in dieses Greifen kommen, dann ist es gut, den Geist auf eine Stütze auszurichten, die mich erinnert, ein bisschen weniger zu greifen. Das könnte das Mantra sein für dich. Das könnte die Keimsilbe im Herzen von Chenrezig sein, das Sri. Ja? Oder das A bei Prajnaparamita. Oder was könnte es denn noch sein für dich? Mantra ist super. Ja? Dann, wenn du so einen aktiven Geist hast, ist Mantra wirklich super. Ja? Das ist richtig gut. Okay. Also ich bin zum Atmen immer wieder.
Du bist immer wieder zum Atem zurück. Ja, das ist doch wunderbar. Der Atem ist genauso ein Anker, den kannst du auch nehmen. Ja, wunderbar. Immer wieder und dann vielleicht ein bisschen bewusster beim Atem bleiben. Wenn du merkst, der Geist ist sehr aktiv, dann hast du die beiden Möglichkeiten. Du kannst dich dann in dem Moment erinnern, okay, sehr aktiv bedeutet, es braucht ganz viel Raum. Ich erinnere mich immer wieder daran, einfach Raum zu sein, Raum zu bleiben, ja? Sodass ich diese Aktivität befreien kann. Das wäre so die Mahamudra-Variante. Ja? Einfach zulassen so, und dich immer wieder ganz fest an den Raum erinnern. So, in das es nicht greifen. Oder du sagst, nee, das geht jetzt gerade nicht. Ich sammle den Geist auf etwas und dann achtest du dabei darauf, dass du einatmen, ausatmen, so ganz bewusst mitbekommst. Guck mal, ich mache das sogar mit der Handbewegung. Das kannst du auch machen. Du kannst die Handbewegung mitgehen lassen. Denn je mehr Sinne an einer Meditationsstütze beteiligt sind, desto stärker wirkt sie. Also innerlich zählen. 1 und spüren. Das ist der Körpersinn. Synchronisieren mit der Hand ist noch ein anderer Sinn. Ja? Also dann kannst du mal, wenn du das für eine Weile machst, dann merkst du, oh ja, geht doch. 10 Mal oder so. Ja, jetzt geht es wieder hier im Raum, dann kann der Klaus was sagen. Ja, die Frage ist, der aktive Geist, die Gedankenketten, die Sucht zu denken, das taucht ja auf. Und irgendwie hast du gesagt, Reinigung. Irgendwie ist bei mir so Reinigung gefallen. Es wäre wahrscheinlich hilfreich, das zu reinigen. Und bei Reinigung fällt mir natürlich Vajrasattva ein, das eigentlich das Reinigungselixier par excellence sein könnte. Ja. Um sozusagen ja auch im normalen Alltag dann Gedankenketten wieder zu stoppen. Jetzt gelingt es mir ja, weil ich einfach so Open White Space aufmache, dann ist der Gedanke weg. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ihn weggedrängt habe oder ob einfach ich durch ein anderes Gefühl es ersetzt habe. Also es ist irgendwie so das Thema, die Frage ist, Reinigungspraxis, hilft es gegen Gedankensucht und so weiter? Weil ja oft bei den Gedanken, ist mir nämlich auch aufgefallen, genau, ist ja oft sozusagen eine Angst dahinter. Eine Angst, dass etwas so sein soll und nicht so. Und deswegen fangen Planungen an und so weiter und so fort. Und Angst ist ja irgendwie Ärger und hat ja irgendwas mit Nicht-Wollen, Nicht-Haben-Wollen zu tun. Und deswegen könnte das ja zusammenpassen. Also es passt natürlich alles irgendwie zusammen, was du dir da zurechtgebastelt hast. Und wenn du dir selbst so zuhörst, was denkst du dann? Ja, mit Reden kommen immer neue Ideen. Ja, da denkt man, da hat jemand viele Ideen, versucht das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Und eigentlich hat er die Schnauze immer noch nicht voll mit dem Denken. Und versucht jetzt ein Mittel zu finden, um dass es weniger Denken gibt. Aber der denkt ja sowas von gerne. Wie ist es denn so mit deinem Überdruss? Ja, es hat schon einen gewissen Reiz. Ja, gell? Also, versuch nicht, was aufzugeben, was dir so viel Spaß macht. Das wird nicht laufen. Solange du denken möchtest, da ist besser, die Gedanken zu durchschauen. Ja, aber dann sind wir in dem anderen Thema von gestern, Leerheit und Fülle. Und das sind wir sowieso die ganze Zeit. Das sind wir nicht erst dann. Ja, aber die Fülle dann
Na, du hast dann eine Fülle, die hast du sowieso. Ja. Du bist mit Fülle unterwegs. Und dann gilt es, die leere Natur zu erkennen. Wenn du schon so viel Fülle produzierst, dann besser im Gewahrsein der Fülle deiner illusorischen Projektion. Wenn du alles versuchst, die Zukunft dir zurechtzudenken und so weiter, auch und auch eine Reinigungspraxis dazu zu nehmen, damit irgendwie durch eine Magie diese Sucht zu denken weniger wird. Irgendwie braucht es den Anfang. Du musst die Nase voll haben. Nein, nur dann wirst du sagen, ja, ist ja doch angenehmer, mal einfach so zu sein. Ui, jetzt hat der Klaus was zum Nachdenken. Och, guck mal, wie viele Hände da aufgeleuchtet sind. Meine Güte. War jetzt bei uns im Raum was oder gehen wir zum... Nee, ist gut. Wir gehen also jetzt... Tristan ist der Erste, ja. Ja, ich glaube, jetzt bin ich freigeschaltet. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Ist gut. Also, mit dem offenen Gewahrsein, wenn ich da so reingehen will oder auch reingehe, dann fühle ich mich manchmal von der Fülle dieses Gewahrseins richtig erschlagen. Oh, das tut also auch was mit dir. Negativ ausdrücken, gehetzt. Ja, das hetzt dich und erschlägt dich. Das offene Gewahrsein hetzt dich und erschlägt dich. Ja. Also ich will es kurz schildern, nur kurz. Da kommt zum Beispiel ein Jucken und dann gehe ich in das Jucken rein und weiß, das Jucken verändert sich und komme zum 375. Mal zu der Erkenntnis, alles ist im Fluss, alles ist vergänglich und so weiter. Dann ist das Jucken vorbei und ist irgendwas anderes, kommt meinetwegen. Und so geht das immer weiter. Zum Schluss kommt am Ende noch der Gedanke. Oh, Vorsicht, Gedankenkette. Darfst du nicht machen. Und das macht da ist so viel. Tristan, kleinen Moment, ich unterbreche dich mal. Wo ist denn das offene... Wo eine Sinneserfahrung ist. Tristan, wo ist denn da das offene Gewahrsein in dem, was du beschreibst? Wo ist denn da das offene Gewahrsein in dem, was du beschreibst? Indem ich versuche, das wahrzunehmen, was ich wahrnehme. Zum Beispiel das Jucken. Das ist ein benennendes, fixierendes Gewahrsein, kein offenes. Was ist dann das Offene daran, wenn ich die Heizung wahrnehme? Wenn du das mal sein lassen würdest, die Heizung zu benennen, um mit dem Jucken rumzudiskutieren und den Gedanken sein lassen könntest, das wäre offenes Gewahrsein. Diese ganzen Ratschläge, die du dir gibst, das ist alles kein offenes Gewahrsein. Das heißt, ich bleib im Denken, im Benennen und im... Ja, lieber Tristan, das sind noch die Musteraktivitäten, da sind noch die Muster aktiv von deinem so ausgeprägten analytischen Denken, tiefes Verständnis, aber die sind noch sehr aktiv, diese Muster, und die funken da rein. Und deswegen bleibt dann von dem Offenen nicht so viel übrig. Was mir ja manchmal dann hilft und wo ich eigentlich zur Ruhe komme, aber da ist wahrscheinlich wieder dasselbe, was du gerade eben gesagt hast, ist, wenn ich dann, du hast, glaube ich, die Sitzung überhaupt diese Woche eröffnet mit der großen Mutter. Und wie ich in diese Visualisierung, nenne ich es mal, dieser großen Mutter, dieser Weite hineingegangen bin, ich weiß nicht, gab es noch einen anderen Zusammenhang, da sind mir die Tränen gekommen. Ja.
Ja. Und dann kommt aber wahrscheinlich wieder dasselbe, dass ich denke, oh, Problem, Visualisierung. Musst du vorsichtig sein, du bist ja nicht im Gewahrsein. Du machst dir jetzt eine Vorstellung oder dergleichen, obwohl es in dem Moment mir besser geht. In dem Moment habe ich das Gefühl, dass auch Liebe oder irgendwie in so eine, ich sage jetzt mal Vorstellung gehen, dann weitet sich das bei mir. Vielleicht habe ich dann so auch wieder einen Gedanken, bin ich auch ein Denker, ja, da bin ich ja in die richtige Richtung. Das ist ja mit meiner Natur dasselbe, was ja auch die Natur von mir ist. Oder so. Deswegen geht es mir damit besser. Tristan, ich erlaube mir wieder dich zu unterbrechen. Tristan, das ist so eindeutig, wenn die Tränen kommen, ist dein Herz beteiligt, das tut dir gut und dann öffnest du dich dafür, was auch immer hinter der großen Mutter steckt. Das scheint dir gut zu tun, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Die lässt du einfach ihre Arbeit tun. Die große Mutter, die kümmert sich um dich und du lässt es einfach mal sein. Das wäre super, weißt du, wenn du so sozusagen den Guru hier in weiblicher Form so in dir Raum einnehmen lassen könntest. Und der Tristan, der alles so super gemanagt hat in seinem Leben, der entspannt sich. Der darf ein bisschen weinen und schmelzen und dann geht's einfach gut. Ist egal, ob es offenes Gewahrsam ist oder nicht. Ja, mein lieber Kerl, wenn du noch nachschaust, ob es das offene Gewahrsein ist, dann ist es das sicher nicht mehr. Ja, ist gut, okay. Ja. Okay? Es langt mir, ich habe genug Stoff, um gut. nachzudenken. Ja, sehr gut. Also Klaus und Tristan, ihr macht eine Gruppe auf. Ja, ich glaube, da sind einige noch dabei. Da sind noch einige dabei, ganz genau. Gerne, gerne, gerne. Ist das die Sidrun jetzt als nächstes? Solrun heißt so, Verzeihung. Ja, ich habe eine Frage oder auch eine Rückmeldung zu dem Beginn des Greifens und zum Aufhören des Greifens. Und es ist so, dass ich ich sitze in der Meditation und bin entspannt, offener, weiter Raum, Körperempfindungen tauchen auf, irgendwelche Geräusche von draußen, der Gedanke, das Nerv taucht auf, es taucht alles Mögliche auf und löst sich wieder auf. Und das Gefühl von, oder dieses Verbundensein mit diesem, was vielleicht mit großer Mutter gemeint ist, das ist die ganze Zeit da. Und dann taucht auch auf, dass eine Freundin Geburtstag haben wird, die Geburtstagsgrüße tauchen auf, aber taucht alles auf und löst sich wieder auf. Dann taucht der Gedanke auf, dass ich im Sommer zur Kur fahre, dass ich ihr das mitteile. Und dann passiert etwas, was wahrscheinlich das Greifen ist, dass ich dann denke, ich fahre in die Kur, da muss ich das und das erledigen, dann kommt dieses Muster von, ich plane das, ich muss es im Griff haben und es verengt sich etwas und das, was vielleicht als große Mutter gemeint ist, verschwindet. Dann bin ich da drin und dann löst sich aber auch das wieder auf. Also dann ist es wieder so, dann merkt etwas, das Greifen geschieht und diese Weite taucht wieder auf. Und dann ist es doch eigentlich letztendlich so, dass das Greifen auch kein Problem ist. Dass ich irgendwie darauf vertrauen könnte, dass das Greifen bemerkt wird und diese Weite von alleine sich wieder zeigt. Also als würde das so von allein geschehen, ohne dass ich jetzt bemerken müsste, da greift was, da muss ich wieder aussteigen, sondern auch das geschieht. So also du hast völlig recht, das Greifen an sich ist auch von Lehrernatur. Ja? Das Greifen zu einem Problem zu erklären, ist eigentlich ein Irrtum. Weil du kannst kein Greifen irgendwie dinglich machen. Ja? Es ist auch nur ein Prozess
Und tatsächlich darfst du die Aversionen gegen das Greifen auch auflösen. Aber zugleich muss ich dir sagen, der ganze Prozess, den du geschildert hast, auch da, wo du in der Offenheit und Weite warst, das war immer noch ein subtiles Greifen. Ja, was die große Mutter ist, das ist noch weiter. Okay? Aber du hast gemerkt, dass da so ein Wechsel ist zwischen Weite und enger werden. Ja, Weite und enger werden. Und achte in deiner Praxis einfach drauf, dass du die Art des Seins einlädst, wo du in die Weite gehen kannst. Ja, so oft wie möglich. Tatsächlich ist das Greifen kein wirkliches Problem, denn alles Greifen löst sich auch wieder auf. Ja? Es ist nur vorübergehende Enge. Und auch die Enge ist von leerer Natur. Ja? Wer das sieht und erlebt, ist direkt wieder in der Weite. Wenn der Intellekt sagt, das ist alles kein Problem, weil es ist von leerer Natur, das hilft gar nichts. Du bist voll verstrickt und erlebst auch viel Leid. Da hilft es nicht, wenn der Intellekt sagt, das ist alles eigentlich kein Problem, weil es wird nicht erlebt. Wenn es erlebt wird, dann löst es sich. Dann ist auch das Greifen vorbei. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Ja, du darfst also gern so weitermachen, aber also als Maßstab nehmen die Weite. Ja, wenn du das als inneren Maßstab nimmst, dann bist du auf einem guten Weg. Okay, danke dir. Barbara. Ja, danke. Tilman, du hast heute Morgen davon gesprochen, von den Einzelnen, die mit dem Visualisieren nichts anfangen können. Also mit der Vorstellung. Ja, die hatte ich erwähnt. Genau, und ich gehöre zu denen und bemühe mich eigentlich schon so lange und immer wieder und das klappt nicht. Also dann sitzt sie nicht am richtigen Ort in meiner Vorstellung oder Sag das bloß. Bild ist nicht okay oder geht einfach, es passt nicht. Oh Barbara, darf ich kurz, bevor du weiterredest? Ja. Sie sitzt immer am richtigen Ort und das Gold ist immer okay. Okay. Nur, dass du zwischendurch mal. Aber dann gefällt sie mir nicht. Oh, dann, was machen wir dann? Was machen wir dann? Sie entspricht nicht deinen, so das, was so, du visualisierst also etwas, aber es entspricht dir nicht so ganz, oder? Wie verstehe ich das? Also ich bin dann irgendwie mit dem Herstellen der Visualisation beschäftigt und es ist frustrierend. Also zum Beispiel heute Morgen, was dann gut ging, war die Augen oder dass sie durchsichtig ist, das hat geklappt. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwie eben die ganze Zeit also es stimmt dann auch nicht mit den Emotionen. Ja, also du achtest offenbar darauf, dass die Dinge sehr stimmig sein müssen. Ja, ich möchte dieses Gefühl. Aha. Du, mir kommt da so eine Intuition, Barbara. Ich weiß nicht, ob das für dich passend ist. Hinter dir hängt ein feines Bild, ein ganz feines Bild, was nicht sehr gegenständlich ist. Siehst du dieses Bild hinter dir, wenn du dich umdrehst? Ja, ich kenne es, ja. Du kennst es. Jetzt stell dir vor, dieses schöne Bild wäre die große Mutter. Okay. Du hast es ja wahrscheinlich aufgehängt, weil es dir gefällt, oder? Kann es sein? Es ist nicht meine Wohnung, aber es gefällt mir. Ah, es gefällt dir. Aber so etwas, weißt du, es braucht gar nicht so gegenständlich zu sein. Du darfst dir die große Mutter wie so eine Lichtwolke vorstellen, so mit den Farben wie hinter dir, das Bild, dieses gelb, orange, rote Bild, ja, so, dieses hat so was Wolkenähnliches. Darfst du dir vorstellen, und die darf sich verändern, während du mit ihr in Beziehung trittst. Die darf sich verändern. Die muss nicht gleich bleiben. Du scheinst ja doch einen Wunsch zu haben, zu visualisieren, und das möchte ich unterstützen. Wenn ich von Gengen Rinpoche die Instruktionen, oder wenn wir die bekommen haben, dann sagt er immer, es ist nicht so wichtig, dass ihr das so genau seht. Wichtig ist, dass ihr es spürt.
Aber du würdest versuchen zu spüren und etwas zu sehen dazu. Ja, weißt, das ist so leicht, wenn ich etwas spüre und das fühlt sich an wie so eine, was weiß ich, eine saftige Orange, dann sehe ich sehr schnell mal eine saftige Orange. Ja? Oder eine gütige Mutter. Wenn ich mich das damit in Beziehung setze, dann irgendwann so ein ähnliches Bild. Ja? Okay. Du darfst so vom Spüren her gehen und dann einfach das entstehen lassen. Und das darf jedes Mal anders sein. Okay. So, Okay, vom Spüren kann man nicht vom Vorstellen. Wie das ja, aussieht. das hilft uns allen, weißt du? Wenn ich jetzt so Instruktionen gebe und so einem Text folge, dann klingt das immer so vorfabriziert. Ja, das tut mir leid. Das ist, um euch eine Orientierung zu geben, aber tatsächlich hat die große Mutter ja gar keine definierte Form. Nicht? Die ist ja tatsächlich einfach diese Präsenz der Qualitäten in unserem Geist. Und wenn du dich damit in Verbindung setzen kannst, vielleicht hörst du was, vielleicht siehst du Farben, vielleicht auch nicht, aber du brauchst es nur zu spüren. Okay. Ja? Dankeschön. Ja, und danke, dass du dich gemeldet hast. Das dürfte auch für andere ganz interessant und wichtig gewesen sein. Okay. Nikolas. Schön, dich wieder mal zu sehen. Ja, ebenfalls. Hallo. Ich kann gerade beim Spüren anknüpfen. Ich bin zurzeit auch noch mit einem Manjushri Sadhana unterwegs. Und der hat auch eine Gefährtin, die heißt Yangchen Lamo oder Saraswati. Und die wird da in der Sadhana unter anderem auch mal als große Mutter aller Buddhas bezeichnet. Absolut, recht haben Sie. Und ich habe diese Saraswati bisher nicht so gespürt. Ich hatte keine wirkliche Verbindung zu dieser Idam-Form aufnehmen können und habe mich daran gefragt, wenn sie schon als große Mutter auch bezeichnet wird, kann ich all die Qualitäten, die ich jetzt bei Prajnaparamita miterleben durfte, so mit rübernehmen, oder gibt es da auch noch... Darfst du alle mit rübernehmen. Ja? Saraswati ist so eine dieser ganz berühmten Manifestationen der großen Mutter. Ja? Darfst du also alles mit rübernehmen, was du hier gehört und gelernt hast. Und gibt es wesentliche Unterschiede noch? Oder? Wesentliche Unterschiede? Saraswati ist noch ein bisschen konkreter aktiv in der Welt. Okay. Deswegen hat sie sich auch den Manjushri geschnappt, weil der war der Schlauste von allen. Okay. Okay, gut. Okay. Also, Milan, du bist dran. Wo bist denn du? Hast du auch eine Kamera? Ja. Hallo. Hallo, grüß dich. Danke für die konkrete Anleitung der Meditation mit dieser Haken und Ring. Es war für mich hilfreich, das, was du gesagt hast, das sind eben die Emotionen, sind so wie karmische Kräfte, die wirken. Das hat bei mir so Klick gemacht. Aha, ja. Das sind irgendwie so gespeichert von Sicht oder von die Vorstellung oder Einstellung und so weiter. Und ja, ich bin ja froh, dass ich das da erkannt habe. Und dann hat das noch einen Zusammenhang mit dieser Emotion. Eben wie du erwähnt hast, ist, zum Beispiel Ärger ist eigentlich die Mitgefühlsweisheit oder ja, also wie geschieht das? Das hat mich gefragt. Zum Beispiel, also ein Ärger, das ist eine karmische Kräfte. Und wie erfahre ich sie als eigentlich ein Mitgefühl, Weisheit? Oder zum Beispiel ein Stolz. Ja, Milan, da öffnest du jetzt ein großes Kapitel, Milan.
Wenn du darüber ausführlicher etwas wissen möchtest, dann gehst du vielleicht in dieses Buch, was ich da geschrieben habe mit Wolfgang zusammen, Buddhistische Psychologie. Da gibt es sehr viel Anregung zum Arbeiten mit Emotionen. Aber um dir kurz zu antworten, Ärger zu erleben hat tatsächlich mit karmischen Kräften zu tun. Jedes Mal, wenn wir uns ärgern, kultivieren wir diese Kräfte und dadurch ärgern wir uns das nächste Mal auch relativ leicht wieder. Das kommt schnell, weil es sehr vertraut ist. Aber im Ärger, und das ist vom ersten Ärger, den wir, wann weiß ich, keine Ahnung, alle diese Ärgers, die haben etwas gemeinsam, dass sie eigentlich etwas aus der Welt schaffen wollen, was uns wehtut, was uns nicht gut, was wir das Gefühl haben, das passt mir nicht, das passt nicht zu mir, das passt nicht zur Welt, das passt nicht zu anderen. Ja? Und das ist der Aspekt des weisen Mitgefühls. Es ist nur, dass es sich sehr ungeschickt ausdrückt, aber da ist etwas ganz Weises und Mitfühlendes drin, zu merken, das tut mir oder anderen irgendwie jetzt gerade nicht gut. Ja? Und so kannst du das spüren. Oder im Stolz, zu merken, im Stolz, da ist so eine Kraft aktiv, mich oder diesen Geistesstrom vor seiner eigenen Unsicherheit zu schützen. Ja? Das wird überspielt durch den Stolz. Ja? Das sind auch so, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann merkt man, dass diese Emotionen, diese verstrickten Emotionen, so etwas ungeschickte Arten und Weisen sind, mit einer Herausforderung umzugehen. Das gebe ich dir für heute mit. Ja? Emotionen sind etwas ungeschickte, aber im Kern weise, mitfühlende Bestrebungen, mit Herausforderungen umzugehen. Also dann geht es über Erkenntnis, über einfache Reflexion. Also das geht jetzt über Reflexion. Wenn du in die Emotion direkt hineinspürst, dann gehst du in das direkte Erleben und wirst sehen, dass sie überhaupt keine Substanz hat. Aber mach dir die Mühe, diese Übungen da in dem Buch Buddhistische Psychologie zu den Emotionen zu lesen, anzuwenden und so, dann wirst du so einen schrittweisen Weg geführt. Vielleicht hast du es ja schon zu Hause. Ne? Und dann guckst du dann noch mal rein, weil das sprengt jetzt den Rahmen von dem, was ich jetzt erklären kann. Ja. Aber ich habe gestellt, weil ich eben selber ein bisschen Schwierigkeit habe, den Knopf zu machen. Also die Brücke zwischen eben wieso ist dann das selber, Emotion, hat sich die Farbe geändert oder geschieht das durch Erkenntnis? Das ist eben das, was ich mich gefragt habe. Das geschieht durch Erkenntnis. Ja, okay. Okay. Danke, Tima. Also diejenigen, die jetzt zu kochen haben und so, ihr könnt gerne schon gehen. Wir widmen nachher nach den Fragen noch. Ich nehme jetzt noch die Elisabeth und die Sandra und die Eva dran. Das wird ein bisschen länger. Ihr dürft euch also schon rausschleichen, die anderen, für die es jetzt etwas lang wird. Ja, hallo Tillmann. Danke. Es ist schön, auch beim Spazieren diese Teachings zu hören und versuchen, das in der Dynamik umzusetzen. Das ist auch mal eine Erfahrung. Eine Frage habe ich jetzt, die mich immer wieder beschäftigt im Zusammenhang jetzt mit Trauma. Wie soll ich das? Ich muss sie noch ein bisschen mehr fühlen. Kann man sagen, dass der Bewusstseinsstrom, der jetzt zum Beispiel bei mir inkarniert ist oder bei jemand anderem, eigentlich das Potenzial ist, um aus komplexen Trauma eine Chance zu haben, da überhaupt rauszukommen. Das heißt, je weniger Potenzial schon da ist, umso schwieriger. Und je mehr Potenzial schon da ist, umso eher ist es möglich. Kann man das so sagen? Was meinst du mit mehr oder weniger Potenzial? Also, wenn ich jetzt Menschen zum Teil sehe mit demselben Hintergrund, den ich auch habe, ja, also in einer Sekte groß geworden etc., die bleiben, habe ich oft beobachtet, dass ich eher die Ausnahme bin,
da so einen Weg gefunden zu haben. Dass es nicht so häufig der Fall ist. Ich habe eine Freundin, die ist auch hochintelligent. Okay, ich verstehe dich, Elisabeth, ich verstehe dich. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. All die Arbeit, die wir in früheren Lebenszyklen schon gemacht haben, die kommt uns natürlich jetzt zugute. Und da gibt es Unterschiede, eindeutig. Ja. Okay. Und ist es auch, kann man auch sagen, dass jetzt vom karmischen Begriff, von den Wirkkräften her, dass wir in diesem Leben eben nicht nur erleben, was jetzt im früheren Leben war, sondern dass wir immer wieder auch vielleicht mit ähnlichen Wirkkräften konfrontiert werden, die aber unabhängig sind von dem, was, sagen wir mal, dieser Bewusstseinsstrom, ich sage ungern ich, weil das früher war ich ja ich nicht, ne? Dieser Bewusstseinsstrom früher erwirkt hat. Dass wir da einfach auch Kräften ausgesetzt sind und mit dem Potenzial, was wir haben, dann die Chance da ist, entsprechend zu handeln, zu reagieren, eben nicht in den Ärger zu gehen oder nicht in den Stolz zu gehen oder versuchen mit diesem offenen Gewahrsein. Elisabeth, du nimmst gerade sehr viel Zeit und ich versuche zu spüren, was du überhaupt zu klären versuchst. Du scheinst zu klären zu versuchen, ob all das, was du erlebst, aus dir und diesem Geistesstrom herauskommt oder ob es noch andere Wirkkräfte gibt. Ja? Ja. Es gibt ja in jedem Geistesstrom Wirkkräfte und diese wirken aufeinander. Ja? Das ist ja klar. Das, was wir erleben, ist nicht nur das Selbstgewirkte, sondern wir sind abhängig von dem, was um uns herum passiert. Okay? Also beides. Ja? Das wäre jetzt so die Antwort darauf. Ja? Okay? Ja, okay. Vielen Dank. Ja. Gut, okay. Jetzt nehmen wir die Sandra. Ja, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo ich gerne von dir höre, falls ich da ein bisschen auf der falschen Spur bin. Nur kurze Bemerkung, ich hatte ganz lange auch Mühe mit Visualisieren und in meiner Therapiemethode, die ich anwende, dort macht man natürlich nicht sowas, aber man lässt entstehen und das hat mir sehr viel geholfen, ins Vertrauen zu gehen, dass genau das erscheint, also in dieser Form, wie ich es brauche. Das war sehr wertvoll. Ich habe ein bisschen Guru-Yoga kennengelernt und als ich das dann im letzten Retreat erstmals mit Prajnaparamita gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es so anders ist. Also ich habe mit Tara auch etwas gemacht, also nur ein bisschen. Und ich habe so einen großen Unterschied gemerkt, aber ich weiß nicht, ob das einfach sehr individuell ist, dass wenn ich wirklich sehr stark am Haken hänge, so wie in meinen tiefsten schwierigen Mustern gefangen bin, dass wenn ich dann mit Prajnaparamita arbeite, ist es viel weiter und mit Tara ist es irgendwie, ich kann es nicht recht fassen, aber es dreht sich dann um das Problem, es ist dann voll Mitgefühl und gehalten, aber wenn ich mit Prajnaparamita arbeite, fühlt es sich so wie ich bin, so in meiner Grundnatur gehalten und nicht nur in diesem Gefühl und das hat mich sehr fasziniert. Irgendwie, ja, und wenn es dann immer noch schwierig war und sich das so wie im ganzen Körper so fest angefühlt hat, habe ich das ein bisschen erweitert und dann ging es auch wieder besser und das hat mich irgendwie noch fasziniert und auch das am Haken sein, dass sich das dann auch gehalten fühlt. So. Und ich habe ein bisschen gestutzt immer beim Begriff Mutter aller Buddhas, weil es hat sich nicht so angefühlt, sondern eher irgendwie Mutter allen Seins, Mutter aller Phänomene, Mutter von allem irgendwie. Das darfst und du dann gerne. Plötzlich habe ich so gehört, Mutter aller Buddhas, genau, so das Ja, ist so die Sache. Sandra, also Mutter aller Buddhas ist der Standardausdruck und damit ist aber die Mutter allen Seins auch gemeint, aber nicht im Sinne einer Schöpferin, weißt du? Sie sind nicht dabei, eine Göttin aufzubauen. Aber
Was du so spürst, das ist ja wunderbar, damit kannst du weitergehen. Die Anfangsfrage war, ob das individuell ist. Ja, du sprichst darauf so an und du kannst damit weitergehen. Und was du jetzt so mit der Prajnaparamita erfährst, dass das dir so eine Akzeptanz gibt für die Verbindung zur Grundnatur, ich hoffe, dass sich das mit der Zeit in deine Tara-Praxis, falls du die weitermachst, dass sich das da integriert, dass du das dort auch so spüren kannst. Ja? Weil Tara ist auch wieder eine dieser Manifestationen. Und jetzt ist es so, du hast zwischendurch auch erwähnt, die Dinge entstehen zu lassen. Das ist gut, das ist richtig gut für solche Visualisationen, die entstehen zu lassen. Gene Rinpoche sagte oft, entdeckt sie sind eigentlich schon da, entdeckt sie. Ihr müsst sie nicht erzeugen, sondern hey, schau hin, fühl hin und sie wird sich zeigen. Jetzt ist es so, dass wenn wir Visualisationsinstruktionen bekommen, dann sind die auch dafür gedacht, dass wir nicht in unseren üblichen Mustern unterwegs sind. Also, dass wir nicht jeder nach seiner eigenen karmischen Suppe dann unsere Zuflucht projizieren sozusagen, weil das wäre dann schon sehr selbstgemacht. Deswegen kehren wir immer wieder zu diesen erleuchteten Visionen zurück, die uns als Visualisationen erklärt werden, damit wir nicht so hängen bleiben in der Projektion unserer eigenen Muster. Das sind so ein paar Dinge, die mir in den Sinn kamen, während ich dir zugehört habe. Aber gerne mach so weiter, entstehen lassen, große Mutter allen Seins, weil im Grunde genommen ist alles Sein in seiner wahren Natur erwacht. Es ist in seiner wahren Natur nicht fassbar, dynamisch und so weiter. Ja? Okay. Danke, Sandra. Und jetzt als letzte dann die Eva. Ja, vielen Dank. Es sind zwei Fragen. Vielleicht hängen die sogar auch zusammen. Das eine ist, also ich hatte vorhin das Gefühl, ja, eigentlich also es war einfach weit und gut und dann kam aber irgendein Geräusch und ich habe mich erschrocken und dann habe ich gedacht, ich glaube, dann war ich eher wieder in einer Blase als in der offenen Weite und wie kann ich denn, also fühle mich jetzt ein bisschen verzweifelt, Die Tatsache, dass du dich erschrocken hast, hat dich darauf aufmerksam gemacht, dass du vermutlich in einer Blase warst und jetzt bist du ein bisschen traurig oder verzweifelt darüber, dass du offenbar dich wieder so ein bisschen weggebeamt hast. Ja, nimm es gelassen. Wird immer wieder passieren. Wird immer wieder, es ist so, wir richten es uns doch gerne gemütlich ein und plötzlich passiert was und holt uns da raus. Und dann sind wir wieder ein bisschen wacher und präsenter in dem, was tatsächlich so um uns herum auch ist. Und dann schlüpfen wir auch gern wieder in unsere vertraute Blase. Ja? Also nimm es mit Humor. Ja, ich sehe gerade, dass es dich arg betroffen macht, aber hey, verlang nicht zu viel von dir. Ja? Ist doch schon toll, dass du gemerkt hast, dass dieses Erschrecken vielleicht Ausdruck davon war, dass du nicht ganz so gelöst warst. Dann kommt jetzt die andere Frage, dieses Weinen. Das kennst du ja bei mir. Es kommt, also du hast es vorhin ja fast angesprochen mit diesem Opfer sein oder nicht. Und da fühle ich mich sowas von als Opfer da drin. Dieses, also es geht mir mit Wut, geht mir das nicht so mit, und dann habe ich, als du das so erklärt hast, habe ich gedacht, ja, es ist so, es muss so sein, es muss von der Logik so sein. Aber da war so dieses, und wie kommt da irgendwas dazwischen, dass es nicht so reaktiv ist? Ja. Oder was ist es, dass es so reaktiv ist? Klar, da passiert etwas, dass es so reaktiv ist, das ist völlig klar. Aber das jetzt... kriege ich
Ja, aber warte, der erste Schritt ist jetzt, dass du die Tatsache, dass dir so oft Tränen kommen, dass du die schon mal sehr gelassen nimmst. Weil dass du nicht nochmal. Ja, ist doch super, ist doch super. Und den Rest findest du raus. Wenn du dich damit entspannen kannst, was mit dir passiert, dass du zum Beispiel so erschreckst mal oder das, so, wenn du das schon mal gelassen nimmst, dann ist nicht ein neuer Ring und ein neuer Haken. Ja, das müssen wir, diese weitergehende Komplikation, die kannst du schon mal entspannen, das braucht, und dann beginnst du dich mehr und mehr kennenzulernen. Ich weiß, das ist schon ein langer Prozess, und schaust, wo solche starken Auslöser, also wo Auslöser sind, auf die du so stark reagierst, sodass zwischen Auslöser und Reaktion so wenig Spielraum ist. Ja? Und dann kümmerst du dich darum, da ein bisschen mehr Spielraum hineinzubringen. Also wenn du etwas Bewegendes hörst, du bist ja so schnell so bewegt, ja? Wenn du etwas Bewegendes hörst, gleichzeitig auch so auf die illusorische Natur von dem, was da so bewegend ist, so den Blick zu haben, die innere Aufmerksamkeit. Wie es ja schon so viele Geschichten in deinem Leben gab, so viel Bewegendes. Ja? Und ein bisschen mehr zu durchschauen, das, was da entsteht. Kann ich gut was mit anfangen. Ja, und du machst ja auch deine Schritte auf dem Weg. Ne? Also, und jetzt mit den Verbliebenen widmen wir den Vormittag Eva, du schaltest dich nochmal stumm, gell? Sunam de yetam jesing panen topne ne penjanam bam jene Gengana chimbalam jumpaye sipet sole jawa jawa sho Jampe pavunjita kimpadang kundu zampo de yande shinta Deda kunjin jesu da lojeng gewan deda tamjedam tungo Sangye kusum nepejen lamdan Shene minjo dem benjin lamdan Gandum mitjendum benjin lamjin jidang o wamen lam Und damit wünsche ich euch eine ganz wunderbare Mittagspause und hoffe, euch wiederzusehen um 3 Uhr.